Das ist unsere Wohnung inmitten des Nebelwalds in Mindo, Ecuador. Und das sind unsere Nachbarn. Wir haben eine richtig wunderschöne Terrasse mit einer kleinen Trinkstation für die Vögel. Versuche den Kolibri zu zähmen. Das schnell! Ich hätte nicht gedacht, dass es schnell ist. Ich habe vor 5 Minuten noch gefragt, ob sie wohl Schlangen gibt. Wir sind Henrik und Lea. Vor 2 Jahren haben wir alles in Deutschland verkauft und reisen seit dem Wohnsitz los durch die Welt. In diesem Video verbringen wir 2 Nächte in Mindo, inmitten des Nebelwalds Ecuadors. Das kleine Dorf liegt nur 2 Stunden außerhalb der Großstadt Quito. Unglücklicherweise haben wir den 4-Euro-Bus gerade verpasst und da der nächste erst in 4 Stunden kommt, springen wir für 40 Euro in ein Taxi für den 2-Stunden-Transfer. Wir verlassen die Stadt und schnell ändert sich die Vegetation. Selbst unser Fahrer appreciated die Strecke für sein Snapchat. Da er uns keinen Meter weiter als den Eingang des Dorfes gebracht hat, sind wir in eins der vergleichsweise vielen veganen Restaurants geschlendert für unsere erste Nahrungsaufnahme des Tages. Vorspeise. Mundvoll. Vorspeise gibt's Bananenchips. Seit über 5000 Jahren ist Quinoa schon eines der wichtigsten Lebensmittel hier in der Andenregion. Und hier in Mindo gibt es ein Restaurant, das ist komplett vegetarisch-vegan und das hat sich auf Quinoa-Rezepte spezialisiert. Wir hatten jetzt zur Vorspeise eine Quinoa-Suppe und jetzt gibt es einen Quinoa-Burger und einen Quinoa-Salat. Das hier ist ein Getränk aus lokalen Früchten mit Zuckerrohr. Sehr süß und sehr fruchtig. Gab es gratis zu essen dazu, habe ich aber trotzdem extra bestellt. Wie ist dein Burger? Very good. Wie ist es so, wenn man eigentlich immer mit vollem Mund gefragt wird, wie es zu essen ist? Dann hat man den Salat. Unser Host Giovanni war so süß und hat uns aus dem Dorfzentrum abgeholt und tiefer in den Nebelwald gebracht. Unser Kuppelhaus liegt total versteckt inmitten der Natur mit einem kleinen Fluss auf dem Anwesen und den total vielen Kolibris, die uns durchgehend hier besuchen. Marci, was versuchst du denn da? Ich versuche den Kolibri zu zähmen, zu domestizieren. Wie sieht dein Erfolg gerade so aus? In den letzten 120 Sekunden ist noch kein Kolibri zu mir gekommen. Ich werde meinen Erfolg aber nicht von 120 Sekunden abhängig machen. Nein, ich werde hier stehen. 20 Minuten später. Gibst du auf? Ja. Wir sind vor 3 Stunden hier angekommen und seitdem sitzen wir einfach nur hier draußen auf der Terrasse und schauen, wie die Kolibris aus diesem kleinen Behälter da trinken und die Schmetterlinge. Wir haben ein Butterfly Sanctuary bei uns, 300 Meter Entfernung, aber die Schmetterlinge sind einfach bei uns hier im Garten, in den Blumen. Das ist unglaublich, wir werden einfach die ganzen Tage hier sitzen. So entspannt, überall hörst du irgendwelche Vögel und Frösche und Der Regen dazu. der Regen, ja. Kleine Guac, wie heißt die noch? Guacala. Guayaquil. Guacakil. Hörnchen. Die Kolibris sehen auch alle anders aus, richtig faszinierend. Die sind so unglaublich schnell, ne? Das glaubt man gar nicht. So wurde es auch schon dunkel und unser Anreisetag war mit endlos vielen Kolibris und Schmetterlingen gefüllt. Wie findest du unser neues Airbnb? Geil. Morgen früh im Tageslicht zeigen wir dir unsere bescheidene Residenz. Guten Morgen hier aus unserem paradiesischen Paradies im Cloud Forest von Mindo. Guten Morgen. Wir sitzen hier schon seit einem Moment und gucken die Kolibris hier in der Wasserstelle. Wir werden jetzt aber gleich mal im Fluss baden gehen. Bisschen Cold Exposure. Oh, da ist er wieder. Das ist unser Morning Walk zur Wasserstelle. Sieht aus wie bei Jurassic Park. Jemals Jurassic Park geguckt? Nein. Wir sind jetzt angekommen bei unserem versteckten Wasserfall, privat auf unserem Grundstück. Wir werden uns jetzt entkleiden und ein kleines Bad nehmen, oder nicht? Kalt? Kannst du dir das vorstellen? Paradies einfach hier, Junge! Das Airbnb liegt nicht nur wunderschön im Wald, sondern lasst uns mal rein. Kommen wir direkt zum Highlight. Wir haben eine richtig wunderschöne Terrasse mit einer kleinen Trinkstation für die Vögel und deswegen kannst du dich einfach hier hinsetzen und den ganzen Tag Kolibris beobachten. Boah, mach jetzt nichts Unüberlegtes, nur fürs Video. Plus, wir haben ja auch ein schönes Liegennetz. Aber bevor ich hier einschlafe, gehen wir doch noch mal rein. Komm, komm. Unsere kleine Höhle hier. Hier haben wir ein riesengroßes Bett mit diesem wunderschönen Ausblick. Das ist komplett verglast hier, also du kannst komplett alles, kannst rausgucken. Dann wachst du morgens auf und guckst in den Nebelwald und hörst die Vöglein. Respekt an den, der dieses riesige Bett hier einfach hochgebracht hat. Hier haben wir noch eine kleine Couch. Und wir nehmen ja natürlich immer nur Airbnbs, wo wir uns selber bekochen können. Hier ist noch eine kleine Küchenzeile tatsächlich drin sogar. Mit kleinem Kochfeld,
Alles, was man braucht. Kühlschrank. Und es gibt tatsächlich sogar noch einen Fernseher mit Netflix allem dran. WLAN gibt es natürlich auch. Und hier ist noch unser kleines Bad. Auch richtig hübsch. Mit großen Spiegel, richtig schöner Dusche. Hat jetzt nicht den heftigsten Wasserdruck, aber Das stimmt. Spiegel. Wir haben nicht nur den geisteskranken Ausblick. Wenn du ein bisschen tiefer in den Cloud Forest reinschaust, dann siehst du auch ein Cable Car. Und damit werden wir jetzt fahren. Jetzt bist du vielleicht einmal so. Das Dorf Mindow liegt auf 1250 Metern Höhe. Mit dem beliebten Cable Car fahren wir jetzt noch etwas tiefer in den Wald hinein oder hinauf. Wir leben nur 300 Meter entfernt vom Eingang des Cable Car. Und hier sind wir schon angekommen. Da ist er, der Teleferico. So von 100 Meter Entfernung sieht er nicht aus, als wäre er von diesem Jahrzehnt oder Jahrhundert. Das ging jetzt schneller als gedacht. Wir sitzen schon auf dem Chairlift drauf, haben gerade noch eine Flasche Wasser hier direkt kaufen können, direkt während wir eingestiegen sind. Endlich das erste Wasser heute. Was nicht Flusswasser ist. Oh, und jetzt geht's los. Vielleicht können wir dir den Generator noch zeigen, dem wir hier vertrauen, während wir den Berg hochgeschossen werden. Ach du Sch... Eigentlich finde ich den Generator gar nicht schlecht, weil wir ja regelmäßig Powercuts haben und keine Elektrizität. So haben wir wenigstens die Gewährleistung, dass wir nicht irgendwo hängen bleiben. Außer beides fällt aus. Es ist wirklich unglaublich, wie wenig Material es bedarf, um den Menschen das Gefühl zu geben, dass das hier okay ist. Oh, Moment. Das ist so gruselig. Ey, das ist Wir sind jetzt über die erste Rampe drüber gefahren und es ist einfach unglaublich, wie wunderschön das hier ist und unglaublich, wie hoch wir gerade sind. richtig krass. Ach du Scheiße, Jesus. Unter uns ist richtiger Dschungel einfach. Es ist hier mit rund 22 Grad ein bisschen wärmer als in Quito und hat mit 60 bis 80% Luftfeuchtigkeit ein subtropisches Klima. Ideal zum Gedeihen dieser einzigartigen Pflanzenwelt. Also wir haben gewaltige Blicke hier in den Cloud Forest rein und total viele Kolibris, die Lea gerade versucht hinter mir einzufangen. Wir werden jetzt noch ein Stück weit zu den Wasserfällen hineingehen. Nachdem wir die epischen Blicke von der Aussichtsplattform des Cable Car genossen haben, spazieren wir rüber zu unserem Verbindungs-Cable Car. Ist das schnell? Ich hätte nicht gedacht, dass es schnell ist. Die Zipline nur in so einer kleinen gelben Metallbox, Junge. Die schneiden hier wirklich frische Kartoffeln auf. Ja. Richtig krass. Das ist auch, man sieht, dass noch richtig das Kartoffel drin ist. Was wir uns gerade hier bei einer Portion Pommes fragen ist, wie baut man hier so eine Zipline? Macht einer so einen richtig langen Wurf? Gestärkt mit dieser nährstoffreichen Zwischenmahlzeit müssen wir uns jetzt entscheiden, welchen der vielen Wasserfälle wir von hier aus ansteuern. Wir entscheiden uns für Cascada Reina und begeben die rund 6 Kilometer durch den Dschungel. Ein krasses Cloud Forest Jungle Erlebnis hier, unglaublich. Diese Pflanzen im Leben hast du das noch nicht gesehen. Lea vor 5 Minuten noch gefragt, ob es hier wohl Schlangen gibt und jetzt stampft sie einfach direkt über sie drüber. Wahnsinn, direkt am Wegesrand. Almost there! Why die Treppe? Willst du nach Narnia? Da ist der! Bevor wir nach Mindow sind, haben wir aus vielen Ecken gehört, wie von dem Ort geschwärmt wurde. Und manchmal denkst du dir dann, aber nachdem wir jetzt zumindest 2 Tage hier verbracht haben, verstehen wir, dass der Ort seinem Ruf komplett gerecht wird. Habe eigentlich schon gesagt, dass hier niemand auf den Trails war? Absolut gar keiner. Wir waren allein. Das waren 2 Tage im Cloud Forest von Mindow, in diesem atemberaubenden Kuppelhaus hier. Und jetzt suchen wir die. Wir sind hier auf der Spur, Kollege. Wir finden dich. Als nächstes bringt uns unser Host Giovanni mit seinen Dogs im Auto zur etwa 1,5 Stunden entfernten Makipukuna Lodge. Zum Bärentracking. Mit 14.000 Hektar Geschütz im Nebelwald ist das einer der besten Orte des Landes, um den wilden Andenbär zu sichten. Das testen wir im nächsten Video. Was meinst du, wie viele Bären wir sehen, wenn wir den essen? Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und für dein Abonnement schicken wir dir ein virtuelles Küsschen.